Haben wir jetzt im Januar 26 einen guten Einstiegszeitpunkt für die Novo Nordisk-Aktie. Der Kurs, der ist ja ganz schön gebeutelt worden und läuft seit 24 nur noch abwärts. Dabei nimmt die Anzahl der Diabeteserkrankungen weltweit Jahr für Jahr zu und auch die Anzahl der Adipositas-Erkrankungen. Und beide Märkte dürften damit in Zukunft noch starkes Potenzial haben. Wir schauen heute auf die aktuelle Situation bei der Novo Nordisk. Wir schauen aber auch auf das Geschäftsmodell, auf die Profitabilität, auf die Belohnung für uns Aktionäre in Form von Dividenden, Rückkäufen und des Total Returns, auf die Sicherheitsbetrachtung mit der Verschuldung, dann auf die aktuelle Bewertung, ob sie wirklich im Moment günstig ist und wie auch das Fair Value wäre der Novo Nordisk-Aktie. Und dann vergleichen wir sie noch mit Wettbewerbern, weil der Markt hier heiß umkämpft ist. Gibt es viele interessante Wettbewerber mit starken Produkten in der Pipeline. Da schauen wir auch rein und bewerten die Kennzahlen der Unternehmen miteinander. Und da ich in dieses Video wie auch in alle meine anderen Videos enorm viel Arbeit reinstecke, aber auch viel Freude dran habe, freue ich mich besonders über ein Gefällt mir von euch. Das motiviert mich nämlich ungemein, neue Videos zu drehen. Und abonniert auch gerne meinen Kanal, wenn ihr keine weiteren Analysen von mir verpassen wollt. Und wie immer ist das hier natürlich keine Anlageempfehlung. Ich analysiere Aktien mit euch und ihr entscheidet selbst, was ihr mit eurem Geld macht. Novo Nordisk, die verdienen ihr Geld in 3 verschiedenen Bereichen: Diabetes, Adipositas, aber auch seltene Erkrankungen. Im Kerngeschäft Diabetes, da liefert der Konzern Insulin und moderne Insulinanaloga, ergänzt durch GLP-1-Medikamente wie Ozempic oder auch Rybelsus. Der zweite, aber auch extrem wachstumsstarke Bereich momentan ist Adipositas, denn das Medikament Wegovy, das zielt direkt auf Appetit und auf Stoffwechselregulation ab. Hier liegt die strategische Stärke, denn Diabetes Typ 2 und Übergewicht, die hängen auch stark zusammen, weswegen die Medikamente auch oftmals für beides eingesetzt werden können. Und GLP-1 ist dabei der Schlüssel, denn das ist ein Hormon, das den Blutzucker senkt. Das macht dadurch satt und stillt den Hunger und deshalb funktionieren diese Medikamente sowohl medizinisch, aber auch wirtschaftlich gerade besonders gut. Ergänzt wird das Portfolio noch durch Therapien für seltene Erkrankungen, was auch stabil und hochmargig läuft, aber jetzt noch nicht so den Hype darstellt. Also insgesamt ist das eher ein klar fokussiertes, aber strukturell wachsendes Geschäftsmodell. Nebenbei stellen sie auch noch diese Insulinpens her, die man halt benötigt, wenn man sich Insulin auch injizieren muss. Wenn wir uns mal auf die Umsatzverteilung fokussieren, dann wird schnell klar, wo Novo Nordisk so das meiste Geld verdient, denn rund 56% der Umsätze kommen derzeit aus den USA. Das ist mit Abstand der wichtigste Markt. Europa und Kanada liegen bei gut 21%, China noch im einstelligen Bereich, der Rest fällt dann auf andere internationale Regionen. Inhaltlich dominiert das klassische Kerngeschäft, Diabetes Care macht noch 70% des Umsatzes aus, Adipositas aber auch mittlerweile 22%. Das wächst aber deutlich schneller. Seltene Erkrankungen sind noch klein, aber dafür sehr stabil. Spannend ist das Wachstum noch im Moment. Insgesamt liegt Novo bei rund 15% Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahr, getragen sowohl von den USA als auch vom internationalen Geschäft. Besonders stark wachsen die GLP-1-Therapien und das Adipositas-Segment, während Insulin deutlich langsamer zulegt. Der Ausblick, der aus den letzten Quartalszahlen hervorging, der war ein wenig pessimistischer, denn das Umsatzwachstum soll währungsbereinigt bei 8-11% liegen und damit weniger als vorher erwartet. Auch beim operativen Gewinn wird das Tempo im Moment so ein bisschen gedrosselt, nur noch 4-7% Wachstum auf vergleichbarer Basis. Der Grund ist halt, dass wir Kapazitätsengpässe haben, hohe Investitionen und auch ein anspruchsvolles Marktumfeld, die kurzfristig halt bremsen. Gleichzeitig investiert Novo aber kräftig weiter, rund 60 Milliarden dänische Kronen an Capex-Kosten, um die Produktion für die GLP-1 und Adipositas auch aufzubauen, unter anderem. Positiv ist, dass der freie Cashflow mit 20-30 Milliarden dänischen Kronen schon stark ist. Also kurzfristig haben wir schon Gegenwind in den Zahlen, aber langfristig baut Novo Nordisk jetzt die Basis für das kommende Wachstumspotenzial auf. Der Kurs ist wirklich stark eingebrochen seit dem letzten Hoch im Jahr 2024, doch der kommt jetzt nicht aus dem Nichts, dieser Rückgang, sondern da gab es einige Faktoren. Es ist so eine Kombination aus vielen Faktoren, die sich zuletzt auch noch überlagert haben. Weil erstens die Produktionsprobleme und die Lieferengpässe halt auf Margen gedrückt haben und die Nachfrage nach den GLP-1-Medikamenten ist noch höher, als die aktuellen Kapazitäten überhaupt leisten können. Das bremst den Umsatz und enttäuscht halt auch Erwartungen.
Zweitens ist auch das schwächere Wachstum im US-Markt zu nennen. Das ist nämlich der wichtigste Absatzmarkt und gleichzeitig steigt der Wettbewerbsdruck, vor allem durch Eli Lilly, die operativ gerade sehr aggressiv auch vorgehen. Drittens natürlich der Preisdruck. Novo senkt aktuell die Preise, damit sie am Wettbewerb marktfähig sind. Und kurzfristig ist es zwar gut für den Absatz der Medikamente, aber halt schlecht für die Marge. Und hinzu kommen aber auch viele vorsichtige Ausblicke, politische Diskussionen rund um das Gesundheitssystem in den USA und um Medikamentenpreise und wie die Preispolitik aussehen soll. Und außerdem wird derzeit klar eine Überbewertung abgebaut. Unterm Strich sind das jetzt keine einzelnen Schockerlebnisse, sondern viele negative Nachrichten zur gleichen Zeit. Dass der Markt für diese GLP-1-Medikamente auch immer fragmentierter wird, sieht man auch hier dran ganz gut. Insgesamt wächst der GLP-1-Markt schon immer noch rasant. Das Marktvolumen stieg von 670 auf über 930 Milliarden Kronen, ein Wachstum von fast 40%. Aber Novo Nordisk, die wachsen langsamer als der Gesamtmarkt aktuell. Sie verlieren dadurch halt Marktanteile, bleiben zwar weiterhin einer der starken Profiteure, aber sie verlieren Marktanteile. Aber da auch der ganze GLP-1-Markt so stark umkämpft ist, forscht Novo Nordisk auch weiter an anderen Gesundheitsgebieten. Deswegen erweitern sie auch ständig ihr Portfolio, zum einen innerhalb dieser GLP-1-Medikamente, aber auch in anderen Gebieten. Und was viele unterschätzen, ist die starke Pipeline von Novo Nordisk. Denn das ist längst mehr als nur noch Ozempic oder Wegovy, sondern die Pipeline ist ziemlich breit aufgestellt, von Diabetes über Adipositas, aber auch bis hin zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nierenerkrankungen und seltenen Krankheiten. Besonders wichtig ist, dass Novo Nordisk aktuell an Next-Generation GLP-1-Therapien auch arbeitet. Das sind so Kombinationen aus bisherigen Darreichungsformen, also dass man halt nicht nur Injektionen herstellt, sondern auch andere Darreichungsformen, um die Wirksamkeit, die Verträglichkeit und die Anwendung natürlich weiter zu verbessern. Das sichert dann auch, wenn das gut läuft, die technologische Führerschaft über mehrere Jahre. Gleichzeitig geht Novo Nordisk aber auch über die reine Abnehmen-Fantasie so ein bisschen hinaus, denn mit der kürzlichen Übernahme von Akero Therapeutics, da steigt der Konzern auch gezielt in den Markt für metabolische Lebererkrankungen ein. Das ist ein riesiger, bisher kaum behandelter Markt und das zentrale Medikament dafür, das befindet sich auch schon in Phase 3 auf der Entwicklungsstufe. Die Strategie ist relativ klar: Risiken streuen, neue Blockbuster aufbauen und Abhängigkeiten auch reduzieren. Der Vorstand, der betont das auch nochmal, denn der CEO Marcia Mike Doudstar, der bringt es ziemlich auf den Punkt: Wenn du hunderte Millionen Menschen behandeln willst, dann kann keine Pipeline breit genug sein. Und genau diese Haltung erklärt, warum Novo Nordisk jetzt investiert und trotz kurzfristigem Gegenwind hier noch enormes Potenzial sieht. Dann schauen wir aber jetzt mal auf die derzeitigen Geschäftszahlen und auf die Historie, wie profitabel Novo Nordisk eigentlich ist. Der Umsatz ist wirklich in den letzten Jahren konstant gesteigert worden. Und auch die Gewinne sind konstant mitgesteigert worden. Die Nettogewinnmarge bewegt sich auf einem relativ hohen Niveau und auch die operative Gewinnmarge liegt bei 48,7%. Der Umsatz hat auch eine schöne Wachstumskurve im Laufe der Zeit hingelegt. Neben der aktuellen operativen Gewinnmarge von 49% ist auch die Eigenkapitalrendite von über 70% hier ganz beeindruckend, weil das zeigt, wie effizient Novo Nordisk halt mit dem Kapital der Aktionäre auch rechnet. Und der Return on Invested Capital, der liegt bei rund 55%, ist zuletzt aber etwas zurückgegangen. Ist immer noch ein sehr hoher Wert, also Sie können trotzdem noch das Gesamtkapital basierend aus Eigenkapital und aus Fremdkapital effizient einsetzen, um dadurch Mehrwert zu generieren. Man sieht das auch hieran, dass die Forschungs- und Entwicklungsquote im Laufe der Zeit jetzt immer weiter angestiegen ist. Denn sie investieren mittlerweile über 16% des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Und für Pharma ist das halt sehr, sehr wichtig, um überhaupt langfristig aus ihrer Pipeline neue Produkte generieren zu können. Dann schauen wir jetzt mal, was bei einem Investment in die Novo Nordisk für uns Aktionäre hängen bleibt. Und erstmal auf die Dividendenrendite. Die ist nämlich aktuell ziemlich hoch, viel höher als im Vergleich zur Vergangenheit. Aktuell sind wir bei 3,9%. Das Dividendenwachstum auf die Dividende ist außerdem in den letzten 12 Monaten 18% gesteigert worden. Über die letzten 5 Jahre ist die Dividende im Schnitt um 23% pro Jahr gesteigert worden und auch über die letzten 10 Jahre im Schnitt auch um 17% im Schnitt jährlich. Die Ausschüttungsquoten, die sind dabei auch noch recht im Rahmen.
Rund 50% vom Gewinn und knapp 79% vom freien Cashflow werden derzeit ausgeschüttet. Das ist auch noch tragfähig. Was auch noch wichtig ist, dass trotz Dividenden wir eine nachhaltige Wachstumsrate von rund 36% noch haben. Das heißt, das, was nicht ausgeschüttet wird vom Gewinn und damit zurück ins Eigenkapital fließt, das kann einen intrinsischen Wachstum von 36% für die Novo Nordisk noch erzeugen. Sie können also stark aus sich selbst heraus wachsen, ohne Schulden aufnehmen zu müssen. Auch mit Aktienrückkäufen, da hat uns die Novo Nordisk in der Vergangenheit schon häufiger mal belohnt. Aktuell liegt die Rückkaufrendite bei rund 0,6%. In der Vergangenheit war sie aber auch schon mal höher. Das ist jetzt kein Alarmzeichen, halt eher so eine bewusste Priorisierung. Hier wird halt momentan mehr in Forschung, Entwicklung, Kapazitätsausbau, Pipeline und so weiter reingesteckt. Aber dennoch haben wir eine Aktienrückkaufrendite, was auch wieder unsere Gewinne pro Aktie letztendlich steigern. Und auch mit dem Kurswachstum und in Form des Total Returns, Kurswachstum plus Dividende, wären wir eigentlich gut belohnt worden von der Novo Nordisk. Kommt halt darauf an, wann wir dort eingestiegen sind. Denn über 10 Jahre liegen wir hier mit Dividenden bei einem Plus von 94%, ohne Dividenden bei 63%. Auf 5 Jahre haben wir aber trotzdem, obwohl der Kurs zuletzt so gesunken ist, immer noch ein Total Return von 67,1% und einen reinen Kursgewinn von 48,9%. Dann schauen wir jetzt mal auf die Sicherheit eines Investments und wie finanziell stabil die Novo Nordisk aufgestellt ist. Und auf die Verschuldung zuerst. Die Gesamtverschuldung im Verhältnis zum EBITDA ist zuletzt ein wenig gestiegen. Aktuell müsste Novo Nordisk aber rund 0,6 Jahre, das sind etwas über ein halbes Jahr, sein EBITDA erwirtschaften, um die gesamten Schulden zu tilgen. Auch die Verschuldung zum Eigenkapital ist gestiegen und liegt derzeit bei 59,6%, also rund 60 Kronen Schulden auf 100 Kronen Eigenkapital. Das ist für einen Pharmakonzern mit stabilen Cashflows kein Problem, aber der Trend zeigt hier schon nach oben. Positiv bleibt der Zinsdeckungsgrad. Das EBIT, das deckt die Zinskosten aktuell immer noch mehr als ausreichend ab. Hier ist die Finanzierung also kein Stressfaktor bei der Novo Nordisk. Was man im Blick behalten sollte, ist aber die Entwicklung des Free Cashflows. Der ist die Aktie auch zuletzt gesunken. Das ist nicht kritisch, aber schon ein Zeichen, dass Investitionen und Kapazitätsausbau aktuell halt so viel Kapital auch binden. Also unterm Strich ist erstmal eine solide Bilanz, zwar steigende Schulden, aber wir sind immer noch auf einem recht niedrigen Niveau. Es ist alles noch sicher, aber halt nicht mehr so komfortabel wie noch vor 2 Jahren. Dann schauen wir der Vollständigkeit halber nochmal auf Buchwert und Substanzwert, wobei beide Werte für Pharmakonzerne jetzt nicht ganz so relevant sind, weil da halt viel Wert einfach in der Pipeline steckt, was noch gar nicht irgendwie physisch abbildbar ist. Aber der Buchwert je Aktie liegt aktuell bei 38 Kronen und der materielle Buchwert, also der echte Substanzwert, wo schon Marken, Patente, Goodwill und so abgezogen wurden, der liegt noch bei 14 Kronen. Damit ist er noch positiv und nicht im negativen Bereich. Also da steckt Substanz noch im Unternehmen drin. Ja, wie ist denn jetzt die Novo Nordisk zum aktuellen Kurs bewertet? Ist sie günstig, teuer? Ist das eine Kaufchance? Schauen wir da mal genauer drauf. Zuerst mal auf das KGV und das liegt aktuell bei 13,7. Das ist auch deutlich gefallen jetzt über die letzten Monate. Vor einem Jahr wurde Novo Nordisk noch völlig anders bepreist. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist hier jetzt nicht ganz so relevant, aber liegt bei 8,3, ist jetzt halt nur bedingt aussagefähig. Aber noch aussagefähiger ist jetzt das Fair Value, wie hoch denn der Aktienkurs zum fairen Wert stehen müsste. Denn der aktuelle Kurs liegt bei 313 Kronen ungefähr und laut Investing Pro ergibt sich hieraus ein durchschnittlicher Fair Value von 489 dänischen Kronen, also aufgrund der Berechnungsmodelle, die einfach verschiedene Strategien zu Rate ziehen. Das entspricht einem theoretischen Upside von 52%. Spannend ist auch, wie breit die Bewertung hier aufgestellt ist. Hier fließen halt mehrere Bewertungsmodelle ein, über KGV-Umsatz oder EV zu EBITDA-Multiples bis hin zu Discounted Cashflow-Modellen auf Umsatz oder auch auf EBITDA-Basis. Und die Spanne zwischen diesen Modellen, die reicht von rund 380 beim günstigsten bis zu 550 dänischen Kronen, aber alle liegen oberhalb des aktuellen Kurses von 313 Kronen. Auch die Analysten, die sehen hier Potenzial, denn ihr durchschnittliches Kursziel liegt auch über dem aktuellen Kurs, nämlich bei 341 Kronen im Schnitt, mit einer Spanne von rund 269 Kronen bis 452 Kronen. Das ist jetzt nicht so ein einheitlicher Konsens, aber im Schnitt halt noch über dem Niveau, aber die Analysten sind jetzt nicht ganz so optimistisch wie die Berechnungsmodelle. Ja, der ganze Markt um die GLP-1-Produkte und die Abnehmpräparate, der ist ja hart umkämpft und die Konkurrenz wird immer stärker.
Deswegen schauen wir jetzt mal auf die stärksten Wettbewerber der Novo Nordisk. Und das ist zum einen Eli Lilly. Das ist der aktuell stärkste Konkurrent im GLP-1-Markt. Mit ihren Medikamenten Mounjaro und Zepbound wachsen sie schneller als Ozempic und Wegovy zurzeit. Teils mit höherer Wirksamkeit sogar in den Studien. Und dazu kommt noch eine sehr aggressive Kapazitätsexpansion. Das ist dann auch der direkte Preisdruck. Dann haben wir noch Amgen. Die spielen eher die Next-Generation-Karte, denn mit ihrem Medikament MariTide, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, da könnte ab etwa dem Jahr 2026 ein neuer Adipositas-Blockbuster auf den Markt kommen. Der hat eine längere Wirkdauer, weniger Injektionen sind möglich, das heißt, man hat das in Tablettenform. Das ist alles noch Zukunftsmusik, aber sie haben es halt in der Pipeline und damit wird auch Amgen hier zu einem sehr gefährlichen Herausforderer. Dann haben wir noch Pfizer, die haben ebenfalls ein starkes orales GLP-1, einen Kandidaten dafür im Portfolio und die Pipeline ist hier auch sehr breit. Es gab zwar auch Rückschläge jetzt in der Entwicklung und so weiter bei Pfizer, aber trotzdem haben sie auch eine breite Pipeline. Und gelingt der Durchbruch deren Tablette, dann könnten auch Marktanteile hier sehr schnell verschoben werden in Richtung Pfizer. Dann haben wir noch Sanofi, ist jetzt nicht ganz so in diesem GLP-1-Markt aktiv, sondern eher so im klassischen Diabetesgeschäft, besonders bei Insulinprodukten. Aber als Big Pharma sind sie schon ein Akteur, den wir jetzt auch gut mit der Novo Nordisk vergleichen können. Und jetzt schauen wir mal ganz gezielt auf die Kennzahlen und schauen, wer ist hier der profitabelste und wer ist am besten aufgestellt. Bei der operativen Gewinnmarge ist Novo Nordisk der eindeutige Gewinner. Sie haben die höchste operative Gewinnmarge mit 48,7%. Eli Lilly auf dem zweiten Platz erreicht 45,2%, liegen also knapp darunter. Die anderen drei sind dagegen stark abgeschlagen. Amgen als dritter mit 31%. Pfizer mit 28,3% und Sanofi nur mit 20,9%. Bei den Kapitalrenditen, da hat Eli Lilly eine etwas höhere Eigenkapitalrendite, aber einen schwächeren ROIC. Novo Nordisk, die haben zwar eine schwächere Eigenkapitalrendite, aber der Return on Invested Capital, der für mich wichtiger ist, der liegt hier am höchsten. Deswegen wäre auch die Novo Nordisk hier bei den Kapitalrenditen mein Gewinner. Ich habe trotzdem den zweiten Platz mal als Gewinner markiert für die Eli Lilly, weil sie halt eine sehr starke Eigenkapitalrendite haben. Amgen haben auch noch eine Eigenkapitalrendite von über 80%, aber die Kapitalrenditen, die liegen weit darunter. Also der ROIC liegt bei Amgen nur bei 14,9%, bei Pfizer sogar im einstelligen Bereich mit 9,7% und bei Sanofi nur bei 8,3%. Also hier sind Novo Nordisk oder als zweites auch Eli Lilly wesentlich profitabler. Wenn wir jetzt anschauen, wer am meisten von allen gewachsen ist in den letzten 5 Jahren, so im Umsatz, aber auch im Gewinn, dann sehen wir den klaren Gewinner Novo Nordisk. Der hatte ein Bruttoergebnis, also ein Bruttogewinnwachstum von 19,3% im Schnitt pro Jahr und ein Umsatzwachstum im Schnitt pro Jahr von 18,9%. Eli Lilly ist hier wieder nur der zweite Platz mit 15,8% Wachstum im Ergebnis des Bruttoergebnisses und im Umsatzwachstum nur von 15,1%. Alle anderen liegen hier in allen Werten im einstelligen Bereich. Übermäßig wichtig ist ja bei Pharmakonzernen jetzt wieder die Forschungs- und Entwicklungsquote, wie viel stecken sie dort rein. Und hier ist der klare Gewinner Eli Lilly, denn sie stecken über 25% ihres Umsatzes zurück in Forschung und Entwicklung und treiben damit kräftig die Pipeline an. Hier ist Amgen und Pfizer und auch Sanofi sogar noch besser als Novo Nordisk aufgestellt. Also hier hat Novo Nordisk tatsächlich die schlechteste Forschungs- und Entwicklungsquote mit ihren 16,2%. Dividendenrendite, da hat Pfizer aktuell die höchste mit 6,7%. Sanofi auf dem zweiten Platz mit 4,7%. Novo Nordisk landet hier von der Dividendenrendite, also von der Höhe, auf dem dritten Platz mit 3,89%. Amgen ist mit 3% auf dem vierten Platz und Eli Lilly mit 0,7% auf dem letzten Platz. Die Dividendensteigerungen jedoch, die waren bei Novo Nordisk am höchsten. Denn sie haben auf die letzten 5 Jahre im Schnitt um 23,34% gesteigert, Eli Lilly nur um 15%, die anderen im einstelligen Bereich. Und aufgrund der Kombination hohe Rendite von fast 4% und einer Steigerung von über 23% im Schnitt ist hier Novo Nordisk mein klarer Gewinner für die Dividendenauszahlung. Aber wie sicher ist denn auch die Dividendenausschüttung der einzelnen Unternehmen? Deswegen gucken wir jetzt mal auf die Ausschüttungsquote. Und die ist bei Pfizer schon enorm hoch. Also die fast 7% Dividende, die sie ausschütten, sind echt schon am oberen Limit, weil sie 98,7%, also fast alles ihres Gewinns an Dividende ausschütten. Da ist nicht mehr wirklich Spielraum nach oben. Es ist eher schon kritisch, dass doch mal eine Kürzung irgendwann anstehen könnte, wenn die Gewinne irgendwann mal ein wenig einbrechen.
Amgen hat auch noch eine recht hohe Ausschüttungsquote von 72%. Das ist auch schon oberhalb des, was ich so persönlich mag an Ausschüttungsquoten. Novo Nordisk liegt hier so im Mittelfeld mit 49,5, 49,9%. Sanofi ist ungefähr ähnlich bei 51,6%. Eli Lilly hat noch den größten Spielraum nach oben. Sie schütten aber halt auch von der Dividendenrendite her gesehen am wenigsten aus. Wie sieht es denn mit Aktienrückkäufen aus bei unseren Unternehmen? Ja, hier ist tatsächlich die Novo Nordisk der Gewinner mit 0,6% Rückkaufrendite, weil alle anderen noch ein bisschen weniger zurückkaufen. Eli Lilly liegt leicht darunter mit 0,5%. Aktueller Aktienrückkaufrendite ist ja immer so eine Momentanaufnahme. Amgen und Sanofi kaufen nur sehr leicht Aktien zurück, 0,1% Aktienrückkaufrendite, und Pfizer zurzeit gar nicht. Von ihrer Sicherheitsbetrachtung her sind natürlich die Unternehmen am besten, die die geringste Verschuldung haben. Und hier im Verhältnis zum EBITDA ist auch Novo Nordisk unser Gewinner. Denn sie haben eine Verschuldung zum EBITDA vom 0,6-fachen, also könnten ihre Schulden in etwas über einem halben Jahr vollständig zurückzahlen. Der zweitbeste ist Eli Lilly mit einer Verschuldung von schon 1,5 mal EBITDA. Die bräuchten also schon 1,5 Jahre. Sanofi noch ein bisschen mehr, 1,7 Jahre, Pfizer 2,4 Jahre und Amgen ist hier am stärksten verschuldet mit 3,3 Jahren. Ja, mit welchem der Unternehmen hätten wir denn jetzt in den letzten 5 Jahren die höchste Rendite in Form des Total Returns erwirtschaftet? Und hier sehen wir einen ganz, ganz klaren Gewinner, Eli Lilly. Mit dem hätten wir tatsächlich Kursgewinn plus Dividende, also ein Total Return von 531% erreicht. Alle anderen liegen im zweistelligen Bereich und weit abgeschlagen, wobei Novo Nordisk noch der Zweitplatzierte ist mit 67,1%. Danach folgt Amgen mit 56,6%, Sanofi mit 29,4% und mit Pfizer hätten wir sogar einen Verlust gemacht von minus 18,6%. Kurzer Einschub. Auch heute möchte ich euch wieder meinen Kooperationspartner InvestingPro vorstellen. Das ist das Subscription-Modell von Investing.com. Und die bieten neben der Screener-Funktion auch noch KI-basierte Analysen, um Aktien herauszufischen, die das Potenzial haben, die Indizes outzuperformen. Es gibt diverse Strategien und wir schauen heute mal auf die Hidden Champions Deutschland. Diese KI-Strategie, die sucht gezielt nach unterbewerteten Titeln mit robusten Fundamentaldaten und der Fokus liegt hier auf dem Value-Segment. Monatlich wird das neu gewichtet und neue Aktien finden hier den Weg hinein, die das Potenzial haben, halt outzuperformen. Ja, jetzt für den Monat Dezember haben wir zum Beispiel die Daimler Truck dabei, Fresenius, aber auch die SAP oder die Talanx. Also sehr interessant, jeden Monat wird das neu gewichtet. Es fliegen auch Aktien raus, die mal das Potenzial hatten, aber jetzt halt nicht mehr so profitabel angesehen werden oder nicht mehr so lukrativ, besser gesagt. Schaut echt mal rein, das Tool ist wirklich nützlich. Und ich habe euch auch in meinen ersten angehefteten Kommentar einen Affiliate-Link von mir platziert. Darüber bekommt ihr nochmal 15% extra über meinen Link. Wie sind die Unternehmen denn aktuell bewertet? Und hier ist tatsächlich unsere Novo Nordisk am günstigsten bewertet mit 13,7 als KGV. Die Zweitplatzierten sind Pfizer mit 15 und Sanofi mit einem 15,6er KGV. Amgen hat schon 24,2 und ist damit deutlich teurer am Markt bewertet. Und Eli Lilly, die schießen den Vogel ab in der Bewertung und sind mit 48,3 bewertet. Deswegen schauen wir hier aber nochmal ein wenig genauer drauf, und zwar, was die Analysten so für Potenziale sehen bei den Unternehmen und welchen Fair Value auch die Berechnungsmodelle von InvestingPro berechnen für diese Unternehmen. Und bei Novo Nordisk haben wir hier Gewinner Nummer 1, denn wir haben ein Fair Value Upside durch die Berechnungsmodelle von 56,4%, während die Analysten nur noch ein kleines Potenzial von 2,9% sehen, also sehr viel kritischer. Eli Lilly hat dafür ein höheres Analystenpotenzial von noch einem Upside von 8,7%, aber die Berechnungsmodelle sehen halt eine Überbewertung von über 10%. Amgen hat eine ganz geringe Analystenaufwärtsschätzung von 0,8% und einem Fair Value Upside von 3,2% durch die Berechnungsmodelle. Pfizer hat noch ein etwas höheres Upside in beiden Werten, 12,5% Upside in den Analystenpotenzialen und 22,4% Upside durch InvestingPro-Berechnungsmodell. Sanofi ist so mein kleiner Gewinner Nummer 2, weil der in beiden Werten jetzt recht hoch ist. Der hat ein Analystenpotenzial von 27% und ein Fair Value Upside durch Berechnungsmodelle von 26,1%. Ja, dann komme ich mal zum Fazit über die Novo Nordisk und über den ganzen Wettbewerbermarkt. Also Novo Nordisk ist jetzt kein kaputtes, angeschlagenes Unternehmen, im Gegenteil, sie sind immer noch hochprofitabel, habt ihr jetzt auch in den Kennzahlen gesehen.
Der Wert war einfach übertrieben hoch, also durch diesen Hype an den Abnehmspritzen, da ist der Kurs nach oben geschossen und war damit völlig überbewertet. Jetzt haben sie sich eher wieder normalisiert, aber trotzdem kämpfen sie halt mit einigen Herausforderungen, gerade der Gesundheitsmarkt in den USA, Regulatorik. Dann mussten sie die Preise senken, wodurch die Margen sinken. Insgesamt steigen die Anzahl einfach an Wettbewerbern, die auch diese GLP-1-Medikamente auf den Markt bringen. Wir hatten auch gesehen, in Indien werden jetzt schon Generika zugelassen und so weiter. Also der Markt, der ist echt hart umkämpft und da wollen viele einfach auf dieses Pferd auch aufspringen. Deswegen investieren sie aber auch in weitere Gebiete in ihrer Pipeline. Sie haben wirklich eine starke Pipeline, wo in verschiedenen Phasen einfach viele Medikamente auch in Entwicklungsphasen noch stecken. Und da muss halt die Zukunft jetzt zeigen, was sie davon jetzt wirklich effizient auf dem Markt auch hervorbringen können und welche Medikamente auch besonders wirksam sind. Wenn sie es aber schaffen, aus ihrer Pipeline starke Produkte hervorzubringen und sich in diesem Markt auch durchzukämpfen, dann sind sie gerade auf einem echt guten Niveau bewertet, mit einem Upside-Potenzial von über 50%, einer Dividendenrendite von fast 4% durch den Kursrückgang jetzt. Da liegt für mich die Aktie schon auf einem interessanten Niveau. Man muss halt auch an die Pipeline glauben und das ist kein Unternehmen, was man sich blind ins Portfolio legen sollte, sondern auch sich selber damit befassen, mit den Produkten, mit den Medikamenten, den umkämpften Markt auch so ein bisschen anschauen. Und ja, also es ist kein einfaches Unternehmen, in das man jetzt ohne Sorge einfach investiert bleiben kann. So Pharmaunternehmen sind generell immer ein bisschen beobachtenswerter. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag und auch noch ein frohes neues Jahr 2026. Und ich hoffe, dass ihr auch in diesem Jahr meinen Kanal weiter anschaut und ihr weitere schöne Videos von mir noch zu sehen bekommt. Ich habe nämlich selber in meiner Pipeline auch noch spannende Themen drin. Bis dann und ciao, ciao.